Windkraft. Kein anderes Thema erzürnt im neuen Jahr die Hessen, so wie die 200 Meter hohen Windräder. Für mich ist es ein Naturverbrechen übelster Art, was hier getrieben wird. Es ist für mich ein Stück Ausverkauf unserer Heimat. Was die Hessen aktuell in Rage bringt, Dutzende Genehmigungen für Windkraftanlagen haben die Behörden auf den letzten Drücker erteilt. Das war Ohnmacht, das war Trauer und Wut. Im Dezember gab es in Hessen mehr Windkraftgenehmigungen denn je. Ob die wirklich alle rentabel sind? Wir sind momentan mit dem Park noch in der Verlustzone. Max zeigt, warum in Hessen im Eiltempo neue Windräder entstehen und wo sich deshalb jetzt der Widerstand ganz massiv ballt. Los geht's im Odenwald. Wir fahren nach Siedelsbrunn. Hier gibt es sie noch, die idyllische Naturlandschaft. Doch in ein paar Monaten ist damit Schluss. 5 riesige Windräder sollen auf dem Hügelkamm gebaut werden. Am 30. Dezember kam der Beschluss des Regierungspräsidiums Darmstadt. Für Vera Krug und Udo Bergfeld eine schlechte Nachricht. Sie wurden von der Entscheidung überrascht. Da kam mir das eigentlich gar nicht in den Sinn, dass die jetzt im Dezember noch schnell genehmigen. Es sind immer mehr Bürger, die jetzt heute sagen, das kann nicht wahr sein. Allein das Regierungspräsidium Darmstadt hat im Dezember grünes Licht für 35 Windräder gegeben. Die Gegner, wie hier im Odenwald, haben eine Vermutung für den Jahresendspurt. Seit diesem Januar gelten neue, schlechtere Förderrichtlinien. Selbst mir am Telefon hat man gesagt, dass ein enormer Druck auf sie ausgeübt wird von der Landesregierung, das eben noch durchzuwinken. Für alle noch in 2016 genehmigten Anlagen gelten die alten Subventionsregelungen mit festen Fördersätzen. Ab 2017 sieht das anders aus. Die Förderung ist flexibel, meist deutlich geringer. Zu dem Vorwurf der Kritiker will sich das Regierungspräsidium nicht äußern. Wie brisant das Thema Windkraft aber ist, weiß man nur zu genau. In einzelnen Kommunen gab es in der Vergangenheit während laufender Genehmigungsverfahren teils hochemotionale Debatten zwischen örtlichen Befürwortern und Gegnern. Unabhängig vom konkreten Ausgang eines Verfahrens ist deshalb immer mit Unmut über das Ergebnis der Entscheidung zu rechnen. Wir fahren 20 Kilometer weiter in den Wald bei Neckarsteinach. Hier finden schon Bauarbeiten für einen neuen Windpark statt. Die jüngste Genehmigung kam Ende November. Die Anlage mit 5 Windrädern gilt als Pilotprojekt in der Region. Die Anwohner sind in Alarmstimmung. Laufen die Windräder nachher reibungslos, könnten im Odenwald schnell Dutzende weitere entstehen. Die Sorge ist halt eben sehr groß, dass halt eben um uns hier dieser Wahnsinn, sage ich mal, halt eben weitergeht. Es macht uns schon traurig, wenn wir das sehen. Wir fahren weiter in den Vogelsberg nach Ulrichstein. Hier wurden die ersten Windräder Mitte der 90er gebaut. Die Menschen leben damit und sind umso verärgerter über die Genehmigungsflut vor Jahresschluss. In Sachen Windkraft marschiert der Vogelsberg bislang voran. Jetzt aber geht es vielen hier zu weit. Auf einem Plateau treffen wir Erhard Emrich und Heidi Hühnergart. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Zu diesem Windpark, der nennt sich Goldner Steinrück, gehören 44 Windräder. Und das ist nur ein Windpark von den vielen, die hier im Gebiet stehen. Wir haben hier insgesamt über 260 Windräder im Vogelsbergkreis stehen. Allein in 2016 hat das Regierungspräsidium Gießen weitere 85 Anlagen genehmigt. Die letzten 3, sowie im Odenwald, noch am 30. Dezember. Hessen holt auf bei der Windkraft. Im bundesweiten Ranking liegt das Land noch im Mittelfeld mit einer Windstrommenge von jährlich knapp 1500 Megawatt. Spitzenreiter unter den Flächenländern sind Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Baden-Württemberg und Saarland liegen am Ende. Heidi Hühnergart und ihren Mitstreiter ist aber selbst das schon zu viel. Die Flut neuer Anlagen nimmt ihnen die Freude an der Natur. Da hinten im Wald, wo man sieht, da kommen auch noch 7 Windräder hin. Und dann wäre quasi die Umzingelung hier in Helbersheim komplett. Es ist wie eine Goldgräberstimmung. Es geht auch nicht mehr um den Naturschutz, es geht nicht mehr um die Energiewende, es geht nur noch um Geld. Hier in Ulrichstein geht die Rechnung auch tatsächlich auf. Jährlich nimmt die Stadt durch Pacht, Gewerbesteuer und Subventionen 1 Million Euro ein. Dank der Windkraft spart so jeder Bürger in der Gemeinde 170 Euro, Jahr für Jahr.
Letzte Station der MEX Windradtour, wir sind in Wächtersbach. Dass Windkraft in Hessen finanziell kein Selbstläufer ist, zeigt der örtliche Windpark, der seit 2014 mehrheitlich dem Landkreis gehört. Oliver Habekost räumt gegenüber MEX ein, Freude an diesem Investment ist bisher nicht aufgekommen. Technische Probleme reißen hier tiefe Löcher in die Bilanz. Wir sind ca. 25% unter unseren Erwartungen. Sind aber sicher, dass, sofern die technischen Schwierigkeiten kurzfristig behoben werden, wir dann mit dem Park auch in die Gewinnzone kommen. Da ist viel Zweckoptimismus im Spiel. Aktuell zumindest sitzt der Landkreis als Betreiber auf einem Schuldenberg von rund 12 Millionen Euro. Ob und wann sich diese Windräder wirklich rechnen, ist völlig offen. Die MEX-Recherche zeigt, die zahllosen Genehmigungen auf den letzten Drücker ärgern viele Hessen. Und weniger Subventionen für die Windkraft heißt auch, das Risiko, dass sich die Anlagen nicht rechnen, wird größer.